Es wäre zu schade, wenn der Turbolader auf dem Transportweg zu uns mit der Absicht repariert zu werden, so zerstört wird, dass er nicht mehr repariert werden kann. Und deshalb bitte, zweiwelliger Karton, Turbolader keine Bewegung zulassen im Karton und den Karton in einen zweiten Karton mit entsprechendem Polstermaterial. Ich möchte heute einmal ganz kurz darauf eingehen, wie ein Turbolader verpackt sein sollte, der zu uns zur Instandsetzung oder zur Optimierung geschickt wird. Dieses Paket hier, leider ein schlechtes Beispiel, kommt aus Australien. Wenn man was aus Australien verschickt, weiß man, es hat einen sehr langen Weg vor sich, sollte es sehr gut verpacken, leider nicht. Wenn ihr es aus Deutschland, Österreich oder woher auch immer verschickt, egal wie kurz der Weg ist, es kann immer etwas kaputt gehen. Heavy Parcel, sehr gut markiert. Der Turbolader wurde schlecht verpackt, demnach ist die Verpackung kaputt gegangen. Wie man hier sieht, an DHL-Klebeband wurde das Ganze nachverpackt, weil DHL schon Beschädigung bemerkt hat. DHL hat auch nachträglich diese Bänder herumgemacht. Und wenn man sich das hier an einer Ecke einfach mal anschaut, sieht man direkt, wie der Turbolader schon praktisch aus dem Karton rausschaut. Das heißt, ich habe hier schon Berührung nach außen. Wenn ich das Ganze aufmache, habe ich genau die gleiche Situation, was auch immer das ist, keine Ahnung. Hier ist ein bisschen Luftpolsterfolie und der Turbolader ist hier mehr oder weniger reingelegt worden. Was ganz wichtig ist, jeder Paketdienstleister sagt 5 cm zur Außenwand vom Objekt. Hier sind keine 5 cm Abstand, das ist nur raufgelegt. Hier sind in den Ecken auch keine 5 cm Abstand. Das heißt, diese 5 cm Abstand wurden hier natürlich nicht eingehalten, insbesondere nach unten nicht, weil er wurde einfach nur reingelegt, der Turbolader. Was wir empfehlen, ist zunächst ein zweiwelliger Karton. Schaut man sich den Karton an, der ist relativ stabil für eine Welle. Man sieht hier drin eine Welle. Hier habe ich nochmal ein Beispiel mit einer Welle, ein bisschen dünner und leichter. Nicht so stabil. Aber was wir verwenden, wenn wir Turbolader verschicken, ist auf jeden Fall ein zweiwelliger Karton. Hier sieht man, es sind 2 Wellen, eine dicke und eine dünne Welle. Und die sind auch entsprechend dicker dann insgesamt und stabiler. Das heißt, zweiwelligen Karton verwenden. Wenn ihr zweiwelligen Karton verwendet und die 5 cm Abstand zur Außenwand nicht wirklich einhalten könnt, weil sich ja dann der Turbolader drin bewegt und entsprechend viel Füllmaterial benutzt werden muss, benutzt 2 Kartons. Ein Karton in den anderen Karton, dabei die 5 cm einhalten und das Ganze ist safe. Den Turbolader im Karton verpackt bitte nicht mit solchen Pellets, weil da drin rutscht der Turbolader nur rum. Wenn er rumrutscht, berührt er die Außenwand, schlägt durch, geht kaputt. Keine Luftpolsterfolie, weil Luftpolsterfolie, einfaches Beispiel, zack, keine Luftpolsterfolie mehr da, zumindest kein Polster. Lieber Pappe und Papier. Wenn ihr habt Wellpappe, wird häufig irgendwo mitgeschickt, wenn euch was geschickt wird. Insofern immer bitte ein bisschen Verpackungsmaterial aufheben, wenn ihr was irgendwo bestellt. Wenn nicht, nehmt Zeitungspapier oder alte Kartons etc. Entscheidend ist, der Turbolader darf sich nicht bewegen, weil wenn er sich bewegt, schlägt er durch den Karton durch. Das heißt, möglichst viel ausstopfen, den Turbolader sichern im Karton, keine Bewegung zulassen und dann diesen Karton in einen weiteren Karton und dort könnt ihr verwenden Pellets, Luftpolsterfolie, was auch immer, um da den Abstand zu halten und den Sicherheitspuffer zu haben. Ganz wichtig ist die Kennzeichnung des Pakets. Bitte schreibt außen drauf, dass es für den Turboservice ist. Schreibt eure Absenderadresse leserlich und schreibt auch bitte die Adresse als Absender drauf, die ihr uns gebt für den Auftrag. Also bitte nicht von Werkstatt XY verschicken, obwohl ihr, Fritz Müller, der Kunde seid, sondern so, dass wir es auch eindeutig zuordnen können. Und bitte legt das Auftragsformular mit in das Paket und zwar so, dass wir es finden können, nicht irgendwo an die Seite. Bitte tut mir einen Gefallen, verwendet keine alten T-Shirts oder Teppiche oder irgendwas, was als, ich sage jetzt mal, Müll zu bezeichnen ist, um damit den Turbolader einzupacken. Das können wir schwer entsorgen und macht uns eigentlich mehr Probleme als Freude. Achtet ihr nicht auf die richtige Verpackung, ist das größte Risiko, was passieren kann, dass Druckdosen abbrechen, kleine Anschlüsse abbrechen, Kontakte, Schalter etc. oder im allerschlimmsten Fall das Abgasgehäuse oder der Krümmer wie hier reißen, brechen etc. In vielen Fällen kommen wir an Krümmer und Abgasgehäuse einzeln gar nicht ran. Manche einzelnen Kontakte, Stecker kann man einzeln nicht besorgen. Das heißt, in dem Moment ist dann auch die Instandsetzung, für die ihr den Turbolader
zu uns schickt, leider ausgefallen oder nicht möglich. Insofern heißt das dann wieder neuer Turbolader. Und es wäre zu schade, wenn der Turbolader auf dem Transportweg zu uns mit der Absicht repariert zu werden, so zerstört wird, dass er nicht mehr repariert werden kann. Und deshalb bitte, zweiwelliger Karton, Turbolader keine Bewegung zulassen im Karton und den Karton in einen zweiten Karton mit entsprechendem Polstermaterial. Vielen Dank.